Der 49. Verhandlungstag im Untreueprozess gegen Dr. Rainer Füllmich. Überraschend plädierte erneut Rechtsanwalt Simond in Abwesenheit der Hauptverteidigerin Katja Wörmer und ergänzte sein Plädoyer vom 19.03. Dabei präsentierte er auf dem Bildschirm im Sitzungssaal 4 gänzlich neue Aspekte. Die Anforderungen an rechtswirksame Unterschriften von Richtern nach der BGH-Rechtsprechung, die Auffassung des Oberlandesgerichts Braunschweig über den Gesellschaftszweck der Vorschalt GOG und die sich aus den Abwesenheiten der Mitgesellschafter Dr. Hoffmann und Antonia Fischer in den Sitzungen des Corona-Ausschusses von 2020 bis 2022 ergebenen Rechtsfolgen. Und nicht zuletzt zeigt er Inhalte des Telegram-Kanals FFC Reloaded, der nach eigenen Angaben gemeinsam mit den Hafenanwälten den Füllmich-Prozess investigativ und sachlich wie satirisch begleitet. Unter anderem produzieren die Betreiber des Kanals auch solche Inhalte. Äußerliche Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig, heißt es auf meine Frage. Es handelt sich lediglich aus der SM-Szene entnommenen Metaphern für eine umfassende Bestrafung, die ihr euch redlich verdient habt. So die sich hinter einem Avatar versteckende Person Dominatrix. Auf meine Anfragen an die Hafenanwälte, die die Anzeigerstatter sind, ob und wie sie in diesem Kanal mitwirken, habe ich bislang noch keine Antwort erhalten. Mit welcher Erwartung gehen Sie heute an die Verhandlung ran? Ich weiß nicht, ob das Erwartung ist. Es ist absolut spannend und wir gucken, wie das Gericht agiert und die Verteidigung. Alles, was länger dauert, ist ja immer mehr Chance, dass hier auch die Wahrheit noch mehr das Gericht auch erreicht und dass das Gericht immer mehr Druck kriegt, weil eigentlich meines Erachtens ist es im jetzigen Stadium schon freizulassen, was die ganze Beweisaufnahme ergeben hat und natürlich auch die Plädoyers bis jetzt. Ich habe auch noch mit der Verteidigung gesprochen, die mir sagte, dass im Prinzip jetzt nach dem letzten Plädoyer schon er sofort hätte freigelassen werden müssen. Ja, beziehungsweise, sage ich mal, aus der U-Haft einfach mal entlassen würden. Ne? Ich würde mir wünschen, dass er irgendwann endlich freigesprochen wird, aber das wird sowieso nicht passieren. Also es ist ein Wunsch. Sind Sie das erste Mal hier? Nein, das zweite Mal. Okay. Sind Sie überzeugt von seiner Unschuld? Oder? Ja, natürlich bin ich überzeugt von seiner Unschuld. Was überzeugt Sie? Ja, sein ganzes Auftreten vorher. Ich habe ihn ganz lange verfolgt. Ich war mit ihm viel unterwegs. Also ich nehme an, dass Frau Wörmer heute noch mal spricht. Ich bin einfach auch auf die Reaktion des Gerichts, also der Kammer, gespannt, sie sagen natürlich nichts, aber vielleicht sieht man in den Gesichtern so eine Reaktion. Da wäre ich gespannt drauf und ich bin auch gespannt, mal Rainer wieder zu sehen. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, wie er so aussieht. Warum sind Sie überzeugt, dass er unschuldig ist? Weil, wenn jemand Geld auf eine irreguläre Weise an sich nimmt, dann kann man ihn trotzdem nicht wie einen Terroristen behandeln, mit einem Bauchgurt und in Ketten gelegten Händen und in Isolationshaft und in einem Sicherheitstrakt, wenn er nur das getan hat. Man macht das mit Menschen, die gefährlich sind. Für wen ist er gefährlich? Für uns? Nein, dieser Mann hat nur eine großartige Tat für die Wahrheit vollbracht. Für wen ist er also gefährlich? Für die, die ihn eingesperrt haben. Deshalb gibt uns eine politische Überlegung die Lösung. Die Lösung ist, dass es ein politischer Prozess ist und nichts anderes. Ich meine, es ist so offensichtlich, so offensichtlich. Doch sind wir so wenige, die das sehen. Die anderen sehen gar nichts. Sie lassen sich spritzen. Es ist okay, lassen wir uns spritzen. Was in den letzten 5 Jahren geschehen ist, ist einfach verrückt. Es ist so, dass verrückte Dinge zur Gewohnheit werden und niemand sieht es mehr. Zurzeit sind wir nur wenige, die das wissen. Doch wir werden mehr und mehr, besonders die Impfgeschädigten. Sie verstehen es. Es sind durchschnittliche Menschen, Menschen, die der Regierung geglaubt haben. Sie sind jetzt wach. Sie verstehen mehr und mehr, dass die Spritze ein Gift war. Und deshalb sind die Impfgeschädigten die Chance, um den Zusammenschluss zwischen den Whistleblowers, wie Rainer oder wir, und diese große Welle der sich erhebenden Impfgeschädigten wird die Leute zu Fall bringen, die diese bösen Intentionen hatten. Die Regierung. Sie kamen extra aus Frankreich hierher? Aus Frankreich und Belgien. Wir sind ein französisch sprechendes Medium, also in Belgien und Frankreich. Unser Sitz ist in Brüssel. Und wir haben belgische und französische Mitarbeiter. Wir sind alle unabhängig und keine ausgebildeten Journalisten. Wir haben im Jahr 2020 erkannt, dass die Lage furchtbar war, dass es eine Art Staatsstreich, Coup d'État gab. Und dann haben wir uns dem Journalismus verschrieben. Denn gibt es überhaupt noch professionelle Journalisten, die ihren Job machen? Nein. Wie ist Ihr Name? Michel Corlea, ich bin Franzose. Und der Name unseres Mediums ist BAM, Belgium Alternative Media. Frau Henning, mit welcher Erwartung gehen Sie an die heutige Verhandlung? Also ich erwarte, dass die Vorgänge vom letzten Verhandlungstag nochmal geklärt werden, dass vielleicht die Kammer überlegt, dass sie es ein bisschen ernster nimmt und dass sie dann auch dementsprechend anders reagiert, wenn sowas wieder vorkommt. Und welche Funktion sind Sie heute hier?
Ja, ich habe heute die Funktion, eine Urkunde zu übergeben, nämlich den 8. alternativen Karlspreis für engagierte Literatur und Publizistik. Der wurde bereits, also den Karlspreis, den Alternativen, den gibt es seit 2007, glaube ich. Da wurde er zum ersten Mal vergeben. Und zuletzt hat ihn Michael Ballweg vor 2 Jahren bekommen, 2023. Davor war es Julian Assange 2020. 2017 hat ihn Ken Jebsen bekommen. Und ja, die anderen Preisträger weiß ich jetzt nicht auswendig. Das muss man mir nachsehen. Aber ja. Was war die Motivation der Preisverleiher? Warum hat Herr Füllmich diesen Preis bekommen? Ja, er ist halt sehr engagiert. Also der Corona-Ausschuss ist halt eine Meisterleistung gewesen, was er dort gemacht hat. Durch seine Rhetorik, durch seine ja, es war phänomenal. Also wir saßen damals in Berlin jeden Freitag mit 20 Leuten bei mir im Garten vom Bildschirm und haben fieberhaft das Ganze mitgefiebert, also uns angeschaut, und es war wirklich phänomenal, was da an Informationen rüberkam, und er hat den sowas von verdient, den Preis. Also ich wüsste niemanden sonst in der ganzen Bewegung, der den mehr verdient hätte als der Rainer. Wenn jetzt an dem Vorwurf der Untreue was dran wäre, nehmen wir mal hypothetisch an. Also wenn man sich anguckt, was eine Karin Mioska oder was die alle an Geld bekommen, irgendwo, es geht nur um Geld. Also die Arbeit, die er geleistet hat, selbst wenn da was dran wäre irgendwo. Also ich muss sagen, irgendwo, ich glaube da erstmal nicht dran. Das ist einfach nur, man versucht, den Rainer von politischen Ämtern fernzuhalten. Das ist der Grund, warum überhaupt warum er weggesperrt wird, oder warum überhaupt, wenn man sich jetzt anguckt, überhaupt in der aktuellen Lage in Rumänien, was dort abgeht, in Frankreich, in Le Pen, und das sind alles die gleiche Kategorie. Denn wenn der Rainer im Bundestag sitzen würde und dort Redezeit hätte, ja, der wird das auseinandernehmen da. Also das wollen die alle nicht, und das wollten die von vornherein verhindern, und deswegen hat man ihn kaltgestellt. Das ist meines Erachtens der einzige Grund. Also genau die gleiche Richtung wie das was in Rumänien passiert, das passiert hier in Deutschland genauso. Und Sie glauben, dass die Kammer die Übergabe zulassen wird? Also ich rechne eher nicht damit. Ich habe mir erhofft, dass der Oskar Lafontaine heute kommt. Ich habe ihn eingeladen, ich gab seine Privatadresse und habe ihn dort angeschrieben und ihm auch gesagt irgendwo, ja, nun, wenn der Rainer eine Wahlwiederholung, also wenn er freigesprochen wird, dann eine Wahlwiederholung machen kann, dann wäre das BSW möglicherweise der lachende Dritte, weil die fehlenden 9.500 Stimmen dort in Wuppertal dann vielleicht noch zustande kommen können. Und unter dieser Hoffnung hatte ich mir halt erhofft, dass er es bekommen würde, und das würde, oder auch wenn er als Prozessbeobachter hier drin sitzen würde, ja, dann würde das Gericht mit Sicherheit beeindruckt werden von solchen Sachen. Und das ist einfach so meine Intention, die dahinter stand. Ja. Herr Rechtsanwalt Simond, was steht heute an? Werden heute die Abschlussplädoyers geführt? Naja, ich werde heute mein Plädoyer nochmal aufgreifen. Frau Wärmer ist nämlich nicht da, aus bestimmten Gründen, die wir jetzt hier nicht weiter vertiefen wollen. Ich selber werde heute das Gericht bitten, mein Plädoyer erneut aufnehmen zu dürfen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, und es hängt auch mit dem Oberlandesgericht Braunschweig zusammen. Also insofern wird es vielleicht ganz interessant. Okay, vielen Dank. Danke. Kleines Feedback? Ja, bitteschön. Ja. Ja, der Richter hat es wieder rausgedrückt, soweit ich das beurteilen kann. Er hätte eine Entscheidung treffen können, dass der Mann heute frei wird. Er hätte entschuldigen können, ja, dass er in 18 Monaten für nichts inhaftiert hat. Und man sieht es ihm auch an, finde ich, oder? Man sieht es ihm an. Es ist ein Trauerspiel. Ist Ihnen auch ein konkretes Detail hängen geblieben? Es sind ja doch viele Aspekte heute zum Vorschein gekommen. Ja, ich finde, die Berechnungsart war okay, ja, um mal darzustellen, dass die sogenannten Mitarbeiter nicht da waren an der Arbeit. Und nur warum hat man das nicht schon früher vielleicht als Waffe genommen, um da mal gegenzugehen, gegen die Forderung? Ja, das ist das, was mich halt ein bisschen traurig macht, dass es so spät kommt. Aber das Plädoyer war sehr rührend und war toll, kann man einfach nur sagen, oder? Der Anwalt hat es sehr gut dargestellt, die Gesamtsituation von Herrn Füllmich. Und was mit ihm passiert ist und was für ein Schaden das eigentlich auch für
unsere Justiz im Gesamten hat. Ja. Dass so Leute so lange für nichts sitzen. Eigentlich, dass sie sich aufgeopfert haben. Ja. In der ganzen Corona-Frage. Nochmal mehr alles auf den Punkt gebracht. Und jetzt bleibt wirklich kein Papierblatt mehr, was irgendwo dazwischen passt. Keine Maus kann mehr raus. Nein, es war einfach nur noch viel exakter und noch viel schärfer als beim ersten Mal. Und die mussten sich echt alles anhören. Ich konnte leider die Urkunde nicht übergeben. Also ich finde es unglaublich, was da passiert. Also es war ein phänomenales Plädoyer, gerade auch wie das mit den Arbeitsstunden, die halt nicht abgeleistet worden sind von Antonia Fischer und Justus Hoffmann, dass das mal aufgerechnet worden ist, also diese Leistung. Und was dann am Ende da übergeblieben ist an Strafe, also dass der Rainer immer noch in Haft ist einfach unglaublich. Also ich weiß nicht, was in dem Kopf von diesem Richter vorgeht irgendwo. Also der muss letztendlich Anweisungen bekommen haben. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Und es wird auf ihn auf jeden Fall zurückfallen, auf diesen Richter. Also der wird meines Erachtens nach ist der aus dem Richteramt zu entfernen. Also ich finde da keine Worte für. Wir leben nicht mehr in einem Rechtsstaat und das hat das heute ganz deutlich gezeigt, dass wir nicht mehr in einem Rechtsstaat leben. Also es geht nur darum, den Rainer von politischen Ämtern fernzuhalten. Das hatte ich ja eben schon gesagt und das ist das Hauptargument letztendlich. Die wollen niemanden wie einen Rainer Füllmich im Bundestag haben und wenn der nämlich dort im Bundestag wäre, dann wird er mal richtig da einfach nur durch seine gute Rhetorik und durch seine Reden etwas bewerkstelligen. Und naja, gut. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Herr Arne Schmidt. Ja, heute kam noch mal Folgendes zum Ausdruck von Edgar Simond. Wenn es überhaupt einen Schaden geben sollte, wenn man davon ausgeht, habe ich das verstanden, ging es nur um 93.000 €. Wenn man das annehmen sollte, hat er ausgerechnet, ganz klar dargelegt, dass dieser Mann, wenn es dann so richtig wäre, 17 Monate in U-Haft ist, sagt er müsste sofort entlassen werden. Und außerdem ist es eine ganz klare Zivilangelegenheit und hat nichts vom Strafgericht hier so zu suchen. Und was noch mal ganz wichtig ist, da beschäftige ich mich auch mehr mit Formfehlern und so weiter. Der Haftbefehl, das ist eine Paraffe, habe ich selber gesehen, eine ganz klare Paraffe. Das erfüllt nicht die Voraussetzungen nach BGH-Sprechung und so weiter, wo der erste und letzte Buchstabe erkennbar sein muss. Selbst beim Eröffnungsbeschluss es gibt erhebliche Zweifel und eigentlich auch aus den Verfahrenshindernissen heraus ist das hier ein nichtiges Verfahren, meines Erachtens und vieles mehr. Ja, wir machen weiter hier alle und wird gut enden. Feedback vielleicht. Ja, ich fand das habe ich noch nie erlebt und so, das fand ich eine sehr gute Präsentation des Rechtsanwalts und es kann eigentlich nur einen Freispruch geben. Das war mir so zu Herzen gegangen, ist alles wieder hochgekommen, weil er hat uns so geholfen. Also mir auf alle Fälle und anderen auch, das weiß ich. Der hat uns so viel gebracht und Sie jetzt auch noch mal, indem Sie das auch noch mal so gesagt haben. Vielen, vielen Dank. Echt. Herr Rechtsanwalt Simond, Sie haben heute 4 neue Aspekte auf die Leinwand geworfen, die für ganz andere Gesichtszüge gesorgt haben. Warum kommen Sie erst so spät um die Ecke, beziehungsweise das Verteidigerteam? Naja, warum kommen wir erst so spät um die Ecke? Also erstens mal haben wir natürlich nicht damit gerechnet, dass dieser Prozess sich in einem solchen Ausmaß gegen unseren Mandanten richtet und geradezu Vernichtungswille erkennbar ist. Das haben wir nicht bedacht. Und zum anderen ist es natürlich auch so, ich bin kein wirklicher Strafverteidiger, darf man nicht vergessen. Ich bin für einen schmalen Sektor, nämlich das Zivilrecht, sprich das Gesellschaftsrecht, hierher gekommen. Und habe heute nochmal das Gesellschaftsrecht aufgewärmt. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich ein wenig mal tummelt auf dem Gebiet der Strafprozessordnung. Und ich habe die Frage aufgeworfen, was mit den Unterschriften ist unter diese Dokumente, die auch dafür sorgen, dass ein Mensch die Freiheit verliert. So, und da bin ich darauf gestoßen, dass diese Unterschriften nicht das hergeben, was eine Unterschrift hergeben soll, nämlich einen Namen. Sie sind einfach nur ein Gekrakel, sowohl unter dem Haftbefehl als auch vom Vorsitzenden unter dem Eröffnungsbeschluss. Und das ist, sage ich ganz ehrlich, das ist kein Reichsbürgerquatsch, sondern das hier ist eine grundlegende verfassungsrechtlich und rechtsstaatliche Notwendigkeit, dass derjenige, der einen anderen Menschen ins Gefängnis bringt, durch seine Unterschrift die Verantwortung dafür übernimmt, dass er das getan hat. Und wenn er da einfach nur einen Krackel hinsetzt, den jeder Hans und Franz nachmachen kann,
dann ist das nicht rechtsstaatlich. So, und deswegen bin ich der Meinung, dass das Gericht eigentlich jetzt schon von sich aus den Mann sofort freilassen müsste, weil das ein Verfahrenshindernis ist. Genau, Sie nannten ja das als Verfahrenshindernis und forderten auch eine sofortige Entscheidung über diesen Beschluss. Wie hat die Kammer darauf reagiert? Ja, das ist ganz einfach. Die Kammer zieht sich immer auf die Strafprozessordnung zurück. Sie haben natürlich recht. Also ich meine, diese Vorschrift ist eindeutig. Die sagt, nach Eröffnung der Hauptverhandlung ist ein solcher Verfahrensfehler nur noch im Urteil zu bescheiden. So, aber ganz ehrlich jetzt, es ist auch nach 18 Monaten, in denen man den Mann jetzt in Gefängnis hält, vielleicht auch mal eine Frage des Gewissens, auf das hier die Richter auch geschworen haben, sich mal zu überlegen, ob man diese Regel, diese goldene Regel durchbricht. So. Und da sehe ich überhaupt keinen Ansatz. Also da rührt sich gar nichts. Also menschlich oder irgendwie gewissenstechnisch habe ich keinerlei Regung erkannt. Warum ist diese vollständige Unterschrift so von Entscheidung? Naja, weil man mit der Unterschrift den Inhalt und die Existenz dieses Dokumentes und die Folgen, die das hat, als Verantwortlicher verantwortet. Und deswegen ist die Unterschrift von großer Bedeutung. Ja? Und in welchem Maße das man jetzt verfolgt, dass der BGH da so 3 Striche, aus denen man den ersten Buchstaben erkennen kann, was danach kommt, nicht mehr als Unterschrift anerkennt, ist, finde ich, in meinen Augen ist es erbärmlich. Weil wir sind Menschen und wir identifizieren uns durch unsere Unterschrift als solche. Wenn ich ein Automat bin, dann mache ich da einfach einen Stempel drunter. Und manche Unterschriften sehen aus wie ein Stempel. Ja, das brauche ich nicht. Sondern ich möchte gerne eine individualisierte Erklärung desjenigen haben, der für diesen Zustand, der hier herbeigeführt worden ist, nämlich die Verhaftung und das Einsperren von Dr. Rainer Füllmich, die Verantwortung übernimmt. Und das muss so geschehen, dass man das auch nachvollziehen kann. Und nicht einfach sagen kann, das kann ich ja gar nicht gewesen sein, so eine Unterschrift habe ich gar nicht. Ja. Sie hatten auch Schadensberechnungen durchgeführt und damit auch die Aufmerksamkeit der Kammer erreichen können, die auch dem wirklich aufmerksam gefolgt ist. Sie sagten, es gibt 2 Varianten, im schlechtesten Fall 90.000 Schaden, die Herr Füllmich verursacht hätte und im besten Fall gar nichts. Können Sie das wiedergeben nochmal? Naja, es hängt davon ab, welche Vermögensmassen man so annimmt. Nicht? Also ich bin ja der Auffassung, dass es eine Vermögensmasse der Ursprungs-GbR zwischen Rainer Füllmich und Viviane Fischer gibt und keine andere. So, und deswegen gibt es gar keine Ansprüche der anderen Mitgesellschafter in der zweiten GbR, die dann als Aufgabe hatte, eine Vorschalt-GUG zu gründen, um dann anschließend in der Lage zu sein, daraus eine Stiftung zu machen. Selbst das Oberlandesgericht Braunschweig hat diesen Zweck der Gesellschaft nicht bei der Aufklärung verortet. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so, dass es keinen Anspruch gibt. Okay, mein Arm fällt jetzt auseinander. Ich habe eine neue Kamera. Wir setzen das Gespräch später fort. Danke. Die alte DJI Osmo Pocket Kamera, mit der wir immer gedreht haben, die ist gestern im Landgericht Berlin im Eifer des Gefechts kaputt gegangen, als ich auf der Toilette in Ermangelung einer Ablage die Kameratasche ins Spülbecken gelegt habe. Und hoppla, was ist passiert? Der Bewegungssensor ist aktiv geworden. Passiert auch dem Besten. Naja, jedenfalls habe ich Schwierigkeiten. Das ist das erste Mal, dass sie im Einsatz ist. Also entschuldigt bitte die Unschärfen und die kleinen Wackler. Es ist schwierig, die Kamera zu halten, die doch etwas schwer ist, und gleichzeitig das Mikro zu koordinieren. Ich werde besser, dafür sind die Aufnahmen viel schöner. Und ich danke all den Schenkern, die das überhaupt möglich gemacht haben. Wir danken euch. Vielen Dank. Welche Details sind Ihnen hängen geblieben? Oh, mir sind einige hängen geblieben. Und zwar hat der Edgar Simon ja plädiert, wir hatten ihn schon mal gehört. Er kann das wunderbar ausdrücken, worum es denn eigentlich geht und wo auch das im Namen des Volkes für steht. Es ist eben nach Recht und Gewissen geht. Und dass hier wirklich, wenn überhaupt ein Schaden, egal wie man es berechnet, nicht höher als 91.000 ist. Und wenn man dem Gericht folgt, an sich dieser Schadensersatzanspruch, der sich ergeben würde gegen die das Geld haben wollen, noch um zigfache höher ist, das Ganze keinen Sinn macht. Und er wirklich hätte, wie schon mal gesagt, einfach jetzt raus zur Tür gehen könnte. Und das ist einfach hängen geblieben, ja. Was natürlich auch ganz wichtig war, er hat noch mal darauf hingewiesen, ich war ja auch mit betroffen, dass im Füllmich-Faktencheck die Sachen nicht so harmlos sind, wie das immer dargestellt wird und so runtergespielt, wie das ist. Es war auch so, dass der Vorsitzende erst daran gearbeitet hat, zu sagen, ja, das hat ja mit dieser Geschichte nichts zu tun. Der Herr Simon ist ganz klar dabei geblieben. Ich erkläre es Ihnen später und natürlich hat es was damit zu tun. Und das werden Sie verstehen, wenn ich zu Ende ausgeführt habe. Das fand ich genial. Endlich diese Geschichte dann auch den Schöffen mitteilen zu können und auch den Leuten, die als Prozessbeobachter sind, weil die waren
wirklich empört auch über diese Sätze, die gesagt wurden und eben auch über die Bilder, die gemacht wurden. Die Empörung hat man deutlich gespürt. Ich bin heute aus Hedlen gekommen, das ist eine weite Strecke, also bei Düsseldorf, und ich bin überwältigt von dem Plädoyer vom Rechtsanwalt und erschrocken über das Gericht an sich. Ne? Und ich bin auch erschrocken über das ganze Verfahren. Also ich denke mir jetzt, wenn ich jetzt vor Gericht stehen würde und ich hätte nicht die Mittel dazu und ich hätte nicht diese tolle Anwälte, ich hätte gar keine Chance. Ich habe den Staatsanwalt beobachtet, der blätterte die ganze Zeit in seinen Papieren rum. Dann nahm er so ein Gummiteil, wahrscheinlich, keine Ahnung, legt er das wieder zurück. Also daran konnte man sehen, dass er sehr nervös war und dass ihm das alles nicht, wie soll ich das sagen, also nicht recht ist. Was mich erschüttert hat, war die Darstellung dieser KI-generierten Gewaltdarstellungen von diesem Kanal da, FFC oder wie der heißt, wo also Mordfantasien, hängende Leichen und liegende Leichen gezeigt wurden und dann alles und mit Antonia Fischer als Admin, die ist da als Admin eingetragen. Und wenn das ein Fake-Kanal wäre, dann wäre es ja deren Interesse, das sofort zu löschen. Und dass sie das nicht löschen und immer weitermachen und weiter, zeigt mir, dass es kein Fake-Kanal ist und dass das wirklich echt ist. Und das ist, meiner Ansicht nach sind das alles Straftaten, die da begangen werden. Sehen Sie das nicht als von Satire gedeckt? Nein, also das hat irgendwo auch eine Grenze. Also wenn ich einen Bundesminister nicht mal Schwachkopf nennen darf, was ich relativ harmlos finde, und dann morgens um 6 die Polizei kommt und mein Haus durchsucht, dann kann ich solche Gewaltdarstellungen, wo es um Mord und Totschlag geht, nicht als Satire verbuchen. Das verstehe ich dann gar nicht mehr. Verunglimpfung durch KI, also wie man dann also Köpfe auf irgendwelche Körper setzt, das ist ja wirklich das Schwerstkriminelle, was man da macht. Und dann diese Missachtung, dieses Unbeeindrucktsein der Staatsanwaltschaft. Ich habe den die ganze Zeit beobachtet. Er hat nervös geblättert. Wenn er nicht geblättert hat, hat er wieder in der Tastatur rumgehämmert. Und das muss doch irgendwo mal einen Eindruck machen. Und die Staatsanwaltschaft ist doch gefordert. Also ich würde sogar sagen, diese ganzen Darstellungen da von irgendwelchen Menschen, also Karikaturen, die aussehen wie Rainer Füllmich oder irgendwelche in Säcke gehüllte Menschen, die irgendwie aufgehängt werden, das ist Aufstachelung zu Straftaten. Das ist eine Einladung, das zu tun. Das finde ich in der Tat justiziabel. Also zu dieser KI-generierten Scheußlichkeit gehört ja auch, dass man den Roger Bittel da nackt in irgendwelchen abartigen Posen, also Sadomaso oder ich weiß nicht, wie man das genau nennt, von dieser Dominatrix. Sowas finde ich so unterirdisch, so abgrundtief unterirdisch und das muss doch eine Straftat sein. Also, sehen Sie da einen Zusammenhang mit dem Vorwurf der Untreue oder tut dieser Gegenstand nicht zur Sache, wie der Vorsitzende argumentiert? Also diese Art von Darstellung hat ja mit Untreue in diesem Fall von Rainer Füllmich überhaupt gar nichts zu tun. Das ist einfach nur Angst machen, Verunglimpfen der Beteiligten. Anders kann ich das nicht sehen. Also für mich sind Beeinflussung des Prozessablaufs. Und was mich eben auch erschüttert, ist diese anscheinend völlig regungslose Reaktion dieses Richters, den das überhaupt nicht zu beeindrucken scheint. Ich meine, er hatte zwischendurch mal ein rotes Gesicht und brauchte dann ja auch 5 Minuten Pause. Also ich denke schon, dass ihn das auch beeindruckt hat. Hoffe ich jedenfalls. Was mich begeistert hat von dem Plädoyer von Herrn Simon, das war letztens schon so, dass er mal aufgedröselt hat, wie viele Stunden die Anwälte beim Corona-Ausschuss überhaupt mitgearbeitet haben und dass er das dann übersetzt hat praktisch in Geld. Also wie viel sie sozusagen verdient haben für den Ausschuss, für die Arbeit des Ausschusses. Das fand ich hervorragend. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auf dieser Grundlage ist sein Freispruch, den er gefordert hat, vollkommen berechnet. Da gibt es überhaupt keine Schuld, die er hat. Er hat das Geld ran geschafft. Da ist Geld, um weiterzuarbeiten. Und Viviane Fischer?
Bitte? Und Viviane Fischer. Ja gut, Viviane Fischer auch, natürlich, das darf man jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber diese anderen beiden, die die Anklage erhoben haben, eigentlich ist es ja ein Zivilprozess. Den hätten sie selber stellen können, da wäre der Staatsanwalt gar nicht involviert worden. Das habe ich auch verstanden. So viel habe ich gehört mit meinen schlimmen Ohren. Aber es geht so nicht. Rainer und Viviane, jeder kennt sie. Jeder, der damals den Corona-Ausschuss angeschaut hat. Also die beiden Menschen, die immer dabei waren und sehr hart dafür gearbeitet haben, waren Rainer und Viviane. Die anderen beiden sahen wir als Gespenster. Zu Anfang Justus Hoffmann und Antonia Fischer, die beiden Gespenster. Sie verschwanden. Und das, was Edgar Simond heute gemacht hat, war, dass er die Berechnung zeigte, wie viele Stunden von den Vieren tatsächlich dort gearbeitet wurde. Wenn man das ausrechnet, was diese beiden Menschen, die die Pläne gegen Rainer gemacht haben, getan haben, dann haben sie nie gearbeitet. Sie schulden Geld. Deshalb konnte Rainer gar kein Geld genommen haben, weil er gearbeitet hat. Sie haben nicht gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich es sehr gut erkläre. Mein Englisch ist nicht perfekt. Doch das war eine Demonstration. Ich habe hingeschaut, denn ich verstehe Deutsch nicht perfekt. Habe mir die Gesichtsausdrücke angeschaut. Und die Gesichtsausdrücke der Richter waren in jeder Sprache zu verstehen. Sie wissen, dass sie Unrecht haben. Und noch etwas, was mich schockierte, war der Staatsanwalt. Er wollte den Eindruck erwecken, als wenn er mit anderen Dingen beschäftigt wäre. So schaute er auf andere Fälle auf seinem Bildschirm. In 3 Stunden hat er niemals auf seinen Gegner geschaut, den Rechtsanwalt Edgar Simond. Das ist die Haltung von jemandem, der weiß, dass er falsch liegt. Das ist mein Eindruck. Ich hätte nicht damit gerechnet, so etwas zu hören heute. Und ich bewundere diesen Mann. Er musste wirklich, wie sie schon sagte, unglaublich viel Zeit in diese Aufstellung gesteckt haben. Vermutlich hat er sich sämtliche Sendungen angeschaut, also sämtliche Ausschusssitzungen, um das auch zu verifizieren und auch darzustellen. Und was ich sehr mutig fand, dass er auf die Paraffe eingegangen ist, also diese Unterschriftenpraxis, die ja schon lang bemängelt wird, das wird normalerweise nicht thematisiert. Das finde ich sehr, sehr gut. Eins wollte ich sagen, was mich besonders begeistert hat, als der Anwalt zum Schluss da stand, seinen Talar nahm und sagte, ich habe diesen Talar an und ich schäme mich dafür. Das fand ich ganz, ganz stark. Also er merkt, dass das Gericht nicht mehr Recht spricht. Er hat ja auch gesagt, das Gericht ist dafür da, Recht zu sprechen, die Wahrheit zu offenbaren. Und wenn hier sowas passiert, da schäme ich mich nur noch. Ja, es war ein sehr spannendes Plädoyer ja heute von dem Edgar Simond. Ich meine, es gab viele spannende Plädoyers, das muss ich an der Stelle auch noch mal sagen. Und was ich spannend fand, ist, dass er gesagt hat, es läuft ja auch ein Zivilprozess im Moment. Und dass es eigentlich, muss erstmal das Urteil abgewartet werden von dem Zivilprozess, bevor man mit dem Strafprozess weitermachen kann. Weil es geht ja um eine Zivilangelegenheit eigentlich grundsätzlich. Und bevor das nicht geklärt ist, kann man eigentlich auch die Strafsache nicht wirklich klären. Also, genau. Und das fand ich ein sehr gutes Argument. Ich weiß zwar nicht, ob irgendwas ankommt bei der Kammer, keine Ahnung. Aber was auch spannend war, finde ich, war dieses direkte Ansprechen. Das finde ich eigentlich immer die stärksten Momente. Das hat Katja Wörmer ja auch schon ganz massiv gemacht. Das war auch sehr, sehr gut, finde ich. Und das hat auch Edgar Simond heute toll gemacht, dass er die Kammer wirklich direkt anspricht. Und eben sagt, ich würde Sie das so gerne fragen, aber ich weiß ja, dass Sie mir nicht antworten. Ich würde so gerne wissen, was Sie wirklich denken, aber Sie antworten mir ja nicht. Da denke ich auch, Leute, auf den Tisch mit den Dingen so.
Rechtsanwalt Simon, Sie haben heute für Ihren Mandanten 91.000 € an potenziellen Schaden ausgerechnet. Wenn man die jeweiligen Darlehensbegebungen zum jeweiligen Tatzeitpunkt zusammennimmt. Das Gericht dagegen geht von einer vollen Darlehenssumme aus und anders als Sie auch von einer bestehenden GOG. Glauben Sie, dass das Gericht Ihre Kalkulation in der Urteilsfindung berücksichtigen wird, wo es ja eine gänzlich andere Rechtsauffassung hat als Sie? Ja, zumindest haben Sie mir mal aufmerksam zugehört. Und ich denke, dass das einiges bewirkt hat. Denn es kommt ja auf den Tatzeitpunkt an und auf die Frage, wie hoch ist denn der Anspruch des jeweiligen Gesellschafters zum Tatzeitpunkt gegen die Gesellschaft. Und zum damaligen Zeitpunkt war der Anspruch eben nicht 700.000 €, sondern er war jeweils von jeder Abhebung abhängig, in der Höhe nur gegeben, wie auch Ansprüche gegen die Gesellschaft überhaupt bestehen konnten. Und da spielt es natürlich eine ganz erhebliche Rolle, dass die beiden Mitgesellschafter, Antonia Fischer und Justus Hoffmann, nur einen ganz geringen Teil der Aufklärung überhaupt mitgetragen haben. Und wenn man das so sieht, dann kommt man wirklich in der Tat nur auf 91.000 €. Die Anzeigestatter behaupten allerdings, dass Sie um 350.000 € geschädigt wurden. Können Sie jetzt einfach, wo es hier um einen deliktischen Vorwurf handelt, den Spieß umdrehen und behaupten, dass Ihr Mandant Schadensersatzansprüche hat? Ja, er hat deswegen Schadensersatzansprüche, weil diese beiden Gesellschafter, sprich Antonia Fischer und Justus Hoffmann, nicht mitgearbeitet haben. Und das führt zu einem Schaden der Gesellschaft, den die Gesellschaft geltend machen kann. Das ist jetzt keine Aufrechnung, die da stattfindet, sondern das ist ein Anspruch, den man dagegen setzen kann. Und er könnte ihn sich zum Beispiel von der Gesellschaft abtreten lassen und würde den dann in einem Verfahren, bei dem man Schadensersatz gegen ihn geltend macht, im Wege einer Wiederklage dagegen setzen. Also da gibt es genügend Spielraum, um den Spieß umzudrehen. Sie haben die Beträge gesehen, die ich ausgerechnet habe, es ist teilweise über 500.000. Und da wird dann schon einige Musik gespielt, wenn man das mal vor Gericht trägt. Sie vertreten also die Ansicht, dass die Mitgesellschafter, die sich an den Sitzungen beteiligt haben, beziehungsweise die Beteiligung der Mitgesellschafter an den Sitzungen, sprich die Aufklärungsarbeit, mit in die Gesamtkalkulation einfließen sollte. Warum interessiert sich das Gericht für die Betrachtungsweise nicht? Naja, weil das Gericht sonst keine Bestrafung hinkriegt für einen Betrag von 700.000 €. Und es kommt noch was anderes hinzu, nämlich insbesondere ein, ich würde mal sagen, fast psychologisches Moment, nämlich, dass diese Aufklärung keinerlei Wertschätzung in diesem System genießt. Im Gegenteil, sie wird ja als kontraproduktiv und regierungsfeindlich oder besser nicht regierungskonform, wie der Finanzamt es gesagt hat, ausgedrückt. Und als solches kann man nur sagen, die werden da nicht drauf eingehen und diese Wertschätzung, die dort eigentlich stattfinden müsste, nämlich auch die Arbeit, die dahinter steckt, in irgendeiner Weise im gesellschaftsrechtlichen Kontext bewerten. Das ist ihnen egal. Und deswegen sehe ich hier einfach einen riesen Spielraum für die Verteidigung, den ich ausgeschöpft habe, um zu zeigen, dass hier wirtschaftsrechtliche und wirtschaftliche Aspekte eine sehr große Rolle spielen. Sie haben vorhin angemerkt, dass das Oberlandesgericht Braunschweig der Meinung ist, dass die Aufklärungsarbeit nicht Gegenstand der Satzung ist. Wie ist das gemeint? Ich meine, es wurde ja Aufklärung geleistet, ganz offensichtlich. Naja, so expresses Verbis haben sie natürlich nicht gesagt, aber was sie gesagt haben, ist, dass die ganzen E-Mails und die ganze Beantwortung der Fragen, die da aufgetaucht sind, nicht Gegenstand der Satzung gewesen sind. Das ist aber Teil der Aufklärungsarbeit, weil die Fragen, die gestellt worden sind und die E-Mails geschrieben worden sind, hatten genau mit der Aufklärungsarbeit zu tun. Das heißt also, wenn die E-Mails draußen sind, dann sind auch die Sendungen draußen aus dem Gesellschaftszweck, denn das war ja auch Aufklärung. So, man kann hier nicht sagen, das eine ist Aufklärung, das andere ist nicht Aufklärung. Das sind beides Aufklärung. Das heißt, Aufklärung ist ein einziger zusammenhängender Tatbestand und diese Aufklärung ist geleistet worden über einen langen Zeitraum von fast 3 Jahren. Und da kann ich nur sagen, dass man das einfach mal so kurz ausklammert, zeigt wiederum, und das ist auch wieder das gleiche psychologische Moment, dass die Aufklärung hier keine Wertschätzung genießt. Es ist ihnen schließlich egal, wie viel Arbeit da drin gesteckt hat. Und sie bewerten sie auch nicht im Zusammenhang mit Antonia Fischer und Justus Hoffmann. Abschließend noch Bezug nehmen auf die Bedrohungslage, haben Sie Screenshots eingeblendet, aus denen hervorgehen soll, dass Ihr Mandant mit dem Tode bedroht wird. Die Äußerlichkeiten mit den lebenden Personen sind rein zufällig, so der Kanalbetreiber. Sind diese Gewaltdarstellungen oder diese Darstellungen, SM-Darstellungen, noch von Satire gedeckt, aus Ihrer Sicht? Also erstmal zu dem Bild selbst. Die Ähnlichkeit des Mannes, der dort erstochen oder erschossen am Boden liegt, ist wirklich verblüffend. Ich weiß nicht, wie lange Sie gesucht haben, um ein solches Bild zu finden. Dann haben Sie natürlich auch noch den Untertitel verändert. Es geschah in Göttingen, wenn ich das richtig weiß. Haben Sie dazugefügt, das stand da vorher nicht. Es handelt sich um das Titelbild eines kleinen Heftchens des Pabel Verlages, und zwar aus der Serie Kommissar X. Ich glaube, es ist das Heft Nummer 623.
Und das kann man auch im Internet noch finden. Und wie gesagt, es muss jemand lange gesucht haben, um das so zu finden. Denn ich habe mir die Bilder auch ein bisschen angeguckt. Ein ähnliches Motiv findet man so leicht nicht. So. Aber das hat nichts mehr mit Satire zu tun. Denn wenn man mit dem Tod eines Menschen meint, Scherze machen zu müssen, dann hört der Spaß wirklich auf. Dann hat der Spaß ein Loch, wie man so schön in Bayern sagt. So. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass wir dieser Sache hier auf jeden Fall strafrechtlich hinterhergehen müssen. Stellt sich natürlich die Problematik, dass das Ganze im Internet stattgefunden hat. Und mit meiner Meinung, dass das hier keine Satire ist, bin ich nicht ganz allein. Ich habe natürlich einen Kollegen gebeten, sich das auch nochmal anzuschauen, der sich in diesen Sachen sehr, sehr gut auskennt. Und es gibt natürlich auch noch weitere Bilder, zum Beispiel ein Mensch, der in einem Sack und festgebunden an der Decke hängt. Auch das ist eine Foltermethode. Da hört der Spaß auch auf. Also das sehe ich genauso. Und dann haben wir natürlich noch weitere Opfer, die hier dargestellt werden, insbesondere Roger Bittel von Bittel TV, der in mehreren wirklich, ich sag mal ganz klar, perversen Posen abgebildet wird. Ich kann mal eine kurz beschreiben, über einem Fass liegend gebunden und daneben steht die sogenannte Dominatrix mit einer Peitsche oder was auch immer in der Hand. Aber auch Andrea Henning, die hier Gerichtsreporterin ist, wird geknebelt und gefesselt auf einem Stuhl dargestellt. Also das ist weit weg von irgendeiner Satire, sondern das soll hier wirklich Angst und Schrecken verbreiten. Und da kann ich nur sagen, das gehört verfolgt. Und das werden wir auch veranlassen. Glauben Sie, dass die Kammer das ernst nehmen wird? Beziehungsweise, ich meine, ob sie das im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Untreue betrachtet? Naja, die Kammer betrachtet hier gar nichts, was außerhalb dieses unmittelbaren Straftatbestandes liegt, im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Untreue. Die Kammer ist der Auffassung, dass das alles damit nichts zu tun hat, sondern meint, das wäre unbedeutungslos. Nein, das ist eben nicht, sondern hier wird die Verteidigung in ihrer Tätigkeit eingeschränkt. Sie wird durch die Bedrohung dazu gebracht, Dinge zu sagen, die weniger scharf sind, als sie es eigentlich sagen könnten. Denn Sie wissen ja, im Kampf ums Recht, im Strafrecht kann ich viel Dinge sagen. Die werde ich jetzt hier, oder wird vielleicht die eine oder andere Kollegin oder der Kollege nicht mehr sagen, weil er sich durch diese Dinge eingeschüchtert fühlt. Und das ist der Sinn der Übung. Man will einfach, dass die Verteidigung aufhört, ich sag mal, eine Konfliktverteidigung zu suchen, obwohl das hier der einzige Weg ist, um hier rauszukommen, weil wir sehen nichts, was in irgendeiner Weise Kooperation seitens des Gerichtes andeuten würde. Und nach unseren bisherigen Informationen ist es wohl auch so, dass die Anzeigerstatter, sprich die Hafenanwälte, wobei es ja 3 sind, aber ich vermute mal, es sind nur 2, hier auch Administratoren in dem Kanal sein sollen. Jedenfalls ist der eine Name identifizierbar von Antonia Fischer. Und ob der zweite Justus Hoffmann ist, das weiß man natürlich nicht. Man weiß auch nicht, ob es Antonia Fischer ist, weil natürlich alle Namen auch Decknamen sein können. Deswegen, ich bin da nicht hundertprozentig sicher. Aber das Problem ist, wenn es so wäre, dann ist klar, dass das hiermit zum Ausdruck kommt, dass man es mit der Aufklärungsarbeit nicht allzu ernst nimmt. Denn dieser Kanal wendet sich ja gerade gegen die Aufklärungsbewegung. Und deswegen kann ich nur sagen, das macht dann keinen Sinn mehr, hier noch einen Anspruch geltend zu machen. Wann geht es weiter? Ja, es geht am 14. weiter. Dann wird aller Voraussicht nach Katja Wörmer ihr Plädoyer fortsetzen. Möglicherweise wird es dann auch schon Gelegenheit geben, für den Kollegen Pohl sein Plädoyer zu beginnen oder auch schon zu Ende zu führen, je nachdem, wie lange er das geplant hat. Und dann hat der Mandant, sprich Dr. Rainer Füllmich, das letzte Wort. Und da bin ich jetzt schon mal gespannt, was er da zu seiner weiteren Verteidigung noch vorbringen wird. Okay. Vielen Dank für das Interview. Danke. Die wissen, dass sie verloren haben.